Wie kannst du die beste Version von dir selbst werden? Das heißt, wie kannst du aus deinem Leben das Maximum herausholen, um glücklich zu werden, um dir und anderen etwas zu geben? Also das Gegenteil davon, einfach wie ein Lauch sein Leben an sich vorbeiziehen zu lassen und nichts damit zu machen, was man eigentlich an Möglichkeiten hätte. Wer sich für diesen Weg entscheidet, wird schnell sehen, das geht nicht über Nacht. Es ist ein kontinuierlicher, laufender und vor allen Dingen aber auch aktiver Prozess. Du kannst es nicht einfach geschehen lassen, du musst es selber tun. Du musst, wie Tony Robbins und anderes sagen, die Kontrolle über dein Leben übernehmen, indem du deine Gedanken, Emotionen und Handlungen bewusst steuerst, Tag für Tag. Wie wird man nun die beste Version von sich selbst? Da gibt es 8 Kernaufgaben. Wenn du diese alle erfüllst, wirst du die beste Version von dir selbst werden. Nummer 1, setze dir klare, inspirierende Ziele. Das klingt so, als hättest du es vielleicht 100-mal gehört. Aber ein Ziel zu haben ist extrem wichtig. Hast du mal die Geschichte gehört, wo ein Vater seinen 3 Kindern eine große Summe angeboten hat, wenn sie es schaffen, in einer möglichst geraden Linie durch den Schnee zu laufen? Das erste Kind hat sich immer wieder umgedreht und geguckt, ob es auf Kurs ist. Das zweite Kind hat nervös vor seine Füße geguckt und geschaut, dass es möglichst eine gerade Linie immer geht, Schritt für Schritt. Natürlich diese beiden Personen, der erste, der sich immer umgeschaut hat und seinen Weg korrigiert hat, und der zweite, der noch nur auf seine Füße geguckt hat, ist ziemlich krumm irgendwo angekommen. Das dritte Kind hat sich in der Ferne ein Licht gesucht, ob das nur ein Stern war oder von einem entfernten Haus, und ist einfach schnurgerade auf dieses Licht zugelaufen, ohne sich umzudrehen und ohne ängstlich auf jeden Schritt zu schauen. Es ist eine Allegorie, es ist ein schönes Bild, aber in meinen Augen trifft es ganz gut. Man muss ein Ziel haben, sonst weiß man gar nicht, ob der nächste Schritt überhaupt der richtige ist. So, wenn du jetzt sagst, ich muss überhaupt kein Ziel haben, ich will einfach nur in den Tag hinein leben, ich muss ja gar nicht immer irgendwo hinwollen, dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber dann ist es gerade nicht das beste Video für dich. Hier geht es darum, wie man sich ausrichten kann. Und ich habe auch ein Ziel. Was ist das für ein Ziel? Es sollte ein großes Ziel sein, es sollte ein inspirierendes Ziel sein, aber eins, was nicht völlig unmöglich erscheint. Jetzt könnt ihr denken, ich mit meinen 55 Jahren, der auf Mallorca lebt und alles hat, was können das noch für Ziele sein? Oh, und ich habe ein großes Ziel. Ich möchte in Deutschland und in Spanien große Hallen füllen. Ich möchte vor Tausenden von Menschen sprechen, diese erreichen, diese motivieren, ihr Leben verbessern. Das ist mein Ziel. Was ist deins? Setze dir hohe Ziele, setze dir realistische Ziele, aber übertreib es nicht. Irgendjemand hat es mal so formuliert: Wenn du Basketball übst, dann tust du den Korb nicht so nah, dass der Ball jedes Mal reingeht, aber auch nicht so weit weg, dass es völlig unmöglich ist, diesen Korb zu treffen. Du brauchst natürlich ein Ziel, an das du glaubst, das mit ein bisschen Glück möglich ist. Die zweite Kernaufgabe ist, arbeite an deinen Glaubenssätzen. Was sind Glaubenssätze? Das ist etwas, was du, ohne es vielleicht zu merken, immer wieder zu dir selbst sagst und was dich limitiert. So etwas wie: Ich kann das nicht, ich habe kein Glück, so etwas passiert immer nur den anderen und nicht mir. Ich sage das immer so: Was sagt der Stürmer, wenn er vor dem Tor steht? Sagt er sich, ach, der geht schon wieder nicht rein? Nein, er visualisiert sich, wie der Ball irgendwo im Netz zappelt. Er hat es klar vor Augen, dass der Ball reingeht. Das ist mentale Stärke. Und wir akzeptieren es ohne weiteres, dass ein Sportler ohne mentale Stärke nicht gewinnen kann. Es wird Zeit, dass wir auch im richtigen Leben lernen, dass wir diese Kraft des positiven Denkens nutzen für uns, für unser Leben. Denn diese Glaubenssätze, oder sagen wir neutraler, diese Geschichten, die du dir über dich und deine Welt erzählst, sie formen deine Realität. Es ist quasi wie die Brille, die du aufhast und die dir erlaubt, nur bestimmte Farben zu sehen. Wenn du glaubst, dass du etwas erreichen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches größer, dass du es wirklich schaffst. Ich denke mir, ich sitze in meinem Beruf als Managementberater fest im Sattel und ich bin es gewohnt, andere zu überzeugen. Ich bin mir sicher, dass ich mindestens genauso gut bin wie andere Speaker. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich das Zeug habe, große Säle zu füllen. Dass ich mindestens so gut bin wie alle anderen, die das machen. So, und jetzt du. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Was ist deine Vision von der besten Version von dir selbst? Drittens, meistere deine Emotionen.
Das ist schon, was die Buddhisten gesagt haben und was es in den 60er, 70ern unter dem Namen NLP, neurolinguistisches Programmieren, gab. Es geht darum, deine Emotionen bewusst zu steuern, anstatt von deinen Emotionen gesteuert zu werden. Es geht darum, negative Emotionen zu erkennen, umzuwandeln und dir diese neuen positiven Emotionen innerlich vor Augen zu führen. Schritt für Schritt kannst du so deine emotionalen inneren Zustände verändern. Das heißt, durch deine eigene Hilfe lernen, etwas anderes, Positiveres über dich selbst und die Welt um dich herum zu glauben. Was ist das in meinem Beispiel? Ich sehe mich auf dieser Bühne. Ich spüre, wie ich innerlich berste vor Glück, dass ich endlich da bin. Ich sehe all diese Menschen da sitzen, die sich darauf freuen, dass ich jetzt da bin und zu ihnen zu sprechen und ihnen etwas zu vermitteln, was nur ich ihnen geben kann. Mir ist dieses Gefühl noch super präsent, weil ich vor langer Zeit als Dozent an der Uni eine Einführungsveranstaltung Marketing gehalten habe. Vor wirklich 1000 oder ein paar mehr Leuten im riesigen Audimax. Und ich habe das genossen. Und klar, jetzt hier, ich bin mir im Klaren, dass ich jetzt Video Nummer 12 oder 13 am Anfang bin. Noch völlig am Anfang. Aber wenn ich eins über mich weiß, dann wie schnell ich etwas lernen kann und wie schnell ich in etwas gut werden kann. In kurzer Zeit. Und ich weiß, dass mein Vorhaben in dieser Zeit mit der Hilfe von YouTube absolut möglich ist. Und wenn ich darüber nachdenke, dann macht das etwas mit mir. Dann möchte ich am liebsten die ganze Welt umarmen. Ich spüre, dass ich dafür gemacht bin, dass das mein Weg ist. Auch wenn das Leben, was ich momentan habe, eigentlich schon komplett perfekt ist. So, das war ich. Was sind denn deine Vorstellungen? Was ist denn das, was dich zum Klingen, zum Strahlen bringt? Was ist das, wovon du gerne Freunden erzählst und was dich ins Träumen bringt? Ist es ein Beruf? Ist es eine Stadt, wo du arbeiten möchtest? Ist es ein Land, in das du gehen möchtest? Welche Emotionen möchtest du, dass sie dein Leben bestimmen? Und sind das die Emotionen, die momentan dein Leben bestimmen? Wenn dich momentan Emotionen bestimmen, wann wirst du anfangen, dass du die Emotionen bestimmst? 4. Spiegele die Kraft deines Inneren auch in deinem Äußeren. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Wenn ich tagträume über das, was ich möchte im Leben, dann setze ich mich automatisch gerade hin, dann hebe ich den Kopf ein bisschen, dann lächle ich, dann strahlen meine Augen. Das ist das, was gemeint ist, dass du im Äußeren ein Spiegel deines Inneren bist. Das kannst du aber auch umgekehrt machen. Wenn du dich schlecht fühlst, beispielsweise immer schön lächeln, ja, bis es weh tut, weil irgendwann wirst du spüren, wow, es geht mir ja wirklich besser. Oder anderer Trick, um sich selbst etwas Gutes zu tun, zieh dir mal andere Klamotten an. Nicht immer der langweilige Schlabberlook, der einfach nur bequem ist, sondern zieh dich an wie ein Herr oder wie eine Dame. Signalisiere nach außen, dass du auf dich aufpasst. Das kannst du auch machen, indem du ins Gym gehst oder vielleicht fängst du einfach mal an mit ein bisschen Spaziergängen. Tu was für dich, nicht nur für deinen Geist, für deine Willenskraft durch positive Gedanken, sondern trage das auch nach außen durch deine Körperhaltung, durch das, wie du dich anziehst oder vielleicht brauchst du auch mal einen ordentlichen Haarschnitt. Gut, nicht unbedingt mein Thema jetzt. Mein Thema bzw. das, was ich darüber denke, ist, es ist mir schon klar, dass ich eine starke Präsenz habe. Aber die hatte ich nicht immer, um Gottes Willen. Du hättest mich mal mit Anfang 30 sehen müssen. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, das hat damit zu tun, dass ich es damals noch nicht wusste und dass ich damals dachte, oh, ich bin ja sowieso schon 1,94 groß, dann besser mal ein bisschen gebückt gehen und so weiter, sonst erschrecken sich ja die Leute. Dann besser mal nicht zu auffällig sein, weil ich bin ja auffällig genug und ich habe immer mein Licht unter den Scheffel gestellt, weil das ja nun auch so in der Bibel stand. So, aber in diese neue Rolle, was ich hier mache, da muss ich auch noch erst reinwachsen. Wohlgemerkt jetzt Februar 2025. Aber reden wir nicht von mir, reden wir von dir.
Wie machst du das? Bist du auch so einer, der lieber nicht auffallen, nicht anecken will, der sich lieber an dem orientiert, was andere machen? Stellst du dein Licht unter den Scheffel? Mein Rat, hör auf damit. Das, was du im Außen zeigst, spiegelt deinen inneren Zustand wider. Aber auch umgekehrt. Deswegen arbeite bewusst daran. Und wenn du eine Frage hast, schreib es in die Kommentare. Es interessiert mich und ich oder andere werden dir antworten. So, jetzt habe ich dir erzählt, wie du deine beste Version werden kannst, indem du dir erstens Ziele setzt, zweitens deine Glaubenssätze veränderst, drittens deine Emotionen meisterst und viertens dir eine kraftvolle körperliche Ausstrahlung erlaubst. Es gibt aber noch weitere Kernaufgaben und die zeige ich dir in einem der nächsten Videos. Das sind ganz wichtige Punkte, wie stärke deine Beziehung und lerne dankbar zu sein und Dinge wertzuschätzen, dich selbst wertzuschätzen. Lebenslang zu lernen und zu wachsen und nicht zuletzt etwas zurückzugeben. Meine Bitte, fang an, die Dinge im Alltag anzuwenden. Wenn du dich hier nur berieseln lässt, dann wird das sehr, sehr wenig bringen, auch wenn es heißt, steter Tropfen höhlt den Stein. Auf der anderen Seite ist die Gefahr halt wahnsinnig groß, dass jedes Mal, wenn du ein neues Video siehst, immer nur denkst, was du alles tun könntest, aber dann doch nicht tust. Du musst ins Handeln kommen. Und ich unterstütze dich dabei. Wenn du noch ein paar gute Worte brauchst, findest du hier das nächste Video. Aber bitte, bitte, in jedem Fall, lass mir ein Abo da, das hilft mir ungemein. Den Link zu dem zweiten Teil dieses Videos tue ich hier oben hin, sobald er hochgeladen ist. Bis dahin, alles Gute für dich, du kriegst das hin.